Der Preis für maximale Unmenschlichkeit geht an den CEO von EA. Andrew Wilson hat sich für das letzte Jahr mal eben geschmeidige 38,6 Millionen Dollar als Bonus gegönnt, weil Battlefield 6 auf dem Papier ein voller Erfolg war. Das sind fast 30% mehr als im Vorjahr. Sein Gehalt ist jetzt über 300 Mal höher als das eines durchschnittlichen Entwicklers bei EA. Und das bedeutet, für diesen Bonus könnte man knapp 300 Leute ein Jahr lang beschäftigen. Von dieser Kohle fließen übrigens über 1,2 Millionen Dollar allein dafür, dass der Typ im Privatjet durch die Gegend geflogen wird. Und was kriegen die Entwickler bei DICE und Criterion dafür, dass sie diesen Bonus möglich gemacht haben? Sie wurden massenhaft gekickt, rausgeworfen, exakt in dem Moment, wo das Spiel sie für Fehlerbehebungen am meisten gebraucht hätte. Der Launch von Battlefield 6 im Oktober war ein Bilderbuch-Release. Fast 750.000 Spieler gleichzeitig auf Steam am ersten Tag und durchweg gute Bewertungen der Fachpresse. Das meistverkaufte Spiel 2025. EA hat die Champagnerkorken knallen lassen, weil sie ihre Finanzziele von 7,85 Milliarden auf über 8 Milliarden Dollar gepusht haben. Aber die Party war schnell vorbei. Die Spielerzahlen sind innerhalb von ein paar Monaten um fast 90% kollabiert. Warum? Weil das Spiel technisch gesehen ein Early Access Titel zum Vollpreis ist. Immer noch. Kleine Maps, schlechter Netcode. Ohne ins Detail zu gehen, habe ich bei Steam ein paar Stichpunkte aufgeführt, die mich persönlich stören. Aber kommen wir zum eigentlichen Endgegner dieser Story. Warum entlassen die Leute, wenn die doch Milliarden scheffeln? Es geht um ein 55 Milliarden Dollar Buyout. EA wird von der Börse genommen und privatisiert. Eine Gruppe reicher, saudischer Geldgeber kauft den Laden komplett auf. Um das zu bezahlen, haben die Käufer mal eben 20 Milliarden Dollar Schulden aufgenommen. Aber nicht auf ihren eigenen Deckel, nein, sie haben diese Ramschkredite direkt in die Bücher von EA geschrieben. Um das zu verstehen, hier ein Beispiel. Ich will deine WoW-Gilde für 55 Milliarden Gold kaufen, hab aber nur 36 Milliarden. Also leihe ich mir 20 Milliarden von der Goblin Bank. Ich kaufe den Laden und schieb den Schuldenberg sofort in die Gildenbank. Auf einmal muss die Gilde für meine Schulden gerade stehen, inklusive gigantischer Zinsen. Und um die Kohle wieder reinzuholen, schmeiße ich als neuer Gildenmaster erstmal die teuren Top-Raider raus, sprich die Entwickler von DICE. Ich streiche das Inventar und ersetze die Truppe durch billige KI-Skripte. Und die EA feiert das in ihren Finanzberichten sogar noch ab. Sie wollen echte Entwickler jetzt verstärkt durch generative KI ersetzen, um Kosten zu drücken. Das ist ein absolut dreister, aber vollkommen legaler Exploit für Investoren und die Entwickler zahlen die Zeche mit ihrem Arbeitsplatz. Die Kündigungen bei DICE waren kein Versehen. Das war knallharte, strategische Gewinnmaximierung für die Übernahme. Die Ironie dabei, sie feuern die Feuerwehr und heulen dann rum, dass das Haus abbrennt. Der angebliche Masterplan zur Rettung ist ein reiner Witz. Nehmen wir Battlefield Labs. Diesen geschlossenen Testserver gab es schon vor der offenen Beta. Die Hardcore-Fans da drin reden sich seit Ewigkeiten den Mund fusselig, welche Änderungen nötig sind, aber EA macht konsequent nur das Nötigste, um das sinkende Schiff mit Panzertape zusammenzuhalten. Okay, jetzt im Juli kam das Season 4 Update mit der wohl größten Map, Zuru Reef. Aber damit die Map Sinn macht, braucht es Fahrzeuge und davon gibt's einfach zu wenig. Die einzige Map, wo das Battlefield-Gefühl rüberkommt, ist Golmud. Ein verdammtes Remake. Dann tun die so, als wäre es eine Sensation, dass irgendwann mal der Serverbrowser zurückkommt. Das waren früher Day-One-Features. Weil dieser Browser bis heute fehlt und du nach jeder Runde im Matchmaking landest, wirft dich das Spiel außerhalb der Primetime in leere Lobbys, die mit Bots aufgefüllt werden. 70 € Vollpreis für ein Multiplayer-Game voller Makrotransaktionen und am Ende spielt man gegen Bots. Fuck that. Man sieht genau, wo die Prioritäten liegen. Wegen der Schulden für den Buyout läuft die Monetarisierung auf Hochtouren. Sinnvolle Gameplay-Verbesserungen tröpfeln nur so rein, aber Hauptsache im Shop kriegst du im Akkord neue Skins und Battle-Pässe mit fucking Pop-Ups ins Gesicht gedrückt. Ganz ehrlich, das ist das alte Muster. Die Chefetage lootet ungeniert die Millionen, die Devs werden nach dem Crunch rausgeworfen und die Spieler dürfen wieder mal für 70 € Vollpreis Beta-Tester spielen. Fuck EA!